Saisonauftakt mit Eintracht Frankfurt. Los geht's in unserem Wohnzimmer zu Hause gegen Hoffenheim. Viel Spektakel, hoffentlich wieder viel Spannung, viele Tore, weniger Gegentore als in der letzten Saison mit Preußen Münster. Das würde ich mir wünschen. Neue Trikots auf jeden Fall, sehr, sehr schöne Heimtrikots. Da hat die Abstimmung auf jeden Fall ganz klar dafür entschieden. Ich glaube, fast 75% haben dafür gestimmt. Das neue Auswärtstrikot gibt es an dem nächsten Part zu sehen. Das war auch eine klare Abstimmung. Ja, ich bin gespannt. Wir haben eine junge, wilde Truppe. Viel Talent, viel Erfahrung. Stabiles Mittelfeld mit Fofana und Koopmeiners unter anderem. Der eine hat eine 84, der andere eine 85er Gesamtstärke. Vorne Ekitike, Uso und Listeş. Also, das verspricht viel Spaß. Und vielleicht haben wir jetzt gleich schon Spaß mit der ersten Chance nach nicht mal 5 Minuten. Ja, aber ich muss auch entwickeln oder schauen, wie sich das entwickelt mit der Dreierkette. Wenn mir das Ganze zu offensiv erscheint oder zu luftig, dann muss ich da direkt justieren und wieder eine Viererkette installieren und Santos hinten. Dem wünsche ich natürlich auch viele glückliche Händchen. Ist auch noch ein junger Keeper, aber da muss die Wachablösung halt dann auch erfolgen, weil wir haben mit Baumann jemanden, der ist 37 halt schon. Von daher geht da auch seine Karriere langsam zu Ende. Deswegen muss der Nachwuchs ran. Und Santos bin ich sehr, sehr gespannt, wie der sich macht, wie der sich entwickelt. Adingra unter anderem auch, junger Mann. Flügelflitzer auf der Außen. Oh, Ekitike hätte da durchlaufen können. So, und da außen, da darf natürlich niemand durchkommen. Listeş ist da, geht gut mit in den Zweikampf rein. Adingra auch, die müssen mit nach hinten arbeiten. Und Hoffenheim, die spielen, weiß ich gar nicht, mit einer Fünferkette, Viererkette. Auf jeden Fall haben sie sehr, sehr viel Platz in der Mitte. Achtung, Depay kommt nach vorne, Dimitriou ist da. Memphis Depay vor allem, weißt du, so ein Fiebertraum, dass der bei Hoffenheim spielt. Und dann geht's halt schnell nach vorne. Wir haben damit viel Platz, auch vorne sind wir variabel, aber in die Mitte ist mir halt viel zu offen. Das sehe ich jetzt schon. Anfangsphase, Achtung Depay, erste Chance, Santos ist wieder da. Da müsste ich jetzt eigentlich schon umstellen. Mir ist das ein bisschen zu offen. Ich weiß nicht, wie Hoffenheim spielt. Die haben schon 4 Schüsse, ey. Nach 12 Minuten. Wie spielen die denn? Die spielen mit einem 5-3-2. Oder 5-2-1-3. Und das ist halt das Problem. Der Zehner wird halt von dem dritten Innenverteidiger bei uns bewacht. Ich glaube, die Formation, die kann man mal nehmen, wenn man so zwischendurch mal umstellen will. Aber ich glaube hier... Oder halt das 4-4-2. Wir haben auch noch ein 4-4-2. Da müsste ich aber den rechten und linken Verteidiger austauschen. Da muss ich die Formation halt hier umstellen. Da müssen wir daraus halt ein 4-2-3-1 zum Beispiel machen. Entweder ein breites oder ein kompaktes. Ich mache mal hier ein kompaktes 4-2-3-1. Ein Balance. Ich kann ruhig ein bisschen höher stehen. Das ist okay. Vielleicht nicht ganz so. Machen wir erstmal eine 55. Balance. Ja, machen wir auf Balance. So, dann Profirollen. Muss ich gerade auch nochmal gucken. Koopmeiners müsste eigentlich defensiver spielen. So, und wenn ich hier Fofana auf den Flügel ziehe, der kann leider kein ZOM. Jetzt muss ich nur den richtigen auswählen. Das ist hier Yusuf Fofana. Und hier haben wir Malik Fofana. Okay, Dimitriou. Adingra, jetzt ist da halt das Problem, dass wir dann da halt mal wechseln müssen. Hätte ich vielleicht von Anfang an machen müssen. Naja, egal. Hinterher ist man immer schlauer. Dann wechseln wir hier gleich mal Rega ein. Dimitriou würde ich aber lassen. Dafür würde ich Brandweight rauswechseln und Brown reintun. Und dann mit dem 4-2-3-1, weil das ist mir doch ein bisschen zu offen. Und beim nächsten Spiel mache ich das dann halt gleich von Beginn an, dass ich da umstelle. Vielleicht mit der Viererkette beginne. Achtung, die erste Ecke. Und Ekitike, der arbeitet natürlich auch, muss mit nach hinten arbeiten, gerade bei Eckbällen. Die Hoffenheimer kommen über Prass, die sind schon sehr, sehr aktiv vorne. Ist mir ein bisschen zu aktiv. Koopmann ist es aber da, kein Foul. Oh, Brown, einfacher Ballverlust. Zu einfach. Achtung, erste oder nächste Chance. Und wieder Santos. Der war nicht gut geschossen. Also den hätte er auch festhalten können. Finde ich. Und jetzt geht's nach vorne. Im 4-2-3-1 weiß ich halt, ne? Die Laufwege, wie man spielen muss, wo die Spieler stehen. Das ist ja was ganz anderes, als wenn ich mit der Dreierkette spiele. Die kann man auch machen. Aber vielleicht nicht gerade zu Beginn der Saison. Fofana ist da. Ekitike ist da. Schießt doch. Der Abschluss. Und abgefälscht. Und direkt die nächste Ecke. Wieder Koopmeiners weggezogen vom Tor. Usun, der kleinste mit auf dem Feld. Der da an diesen Ball rankommt. Sehr, sehr komisch. Aber jetzt hoffe ich halt durch diese Viererkette und auch durch die 2 Sechser, dass wir hinten halt ein bisschen stabiler einfach stehen. Dass wir die 3 vorne in den Griff kriegen. Gegen Fünferkette bin ich eh so ein bisschen immun. Ihr wisst das, da spiele ich nicht gerne gegen. Aber muss halt sein.
Und Chancen haben wir. Fofana ist da. Und jetzt in der Mitte Usun. Wenn er den angeflankt kriegt, vielleicht mit einem Fallrückzieher. Nein. Yusuf Fofana setzt aber nach. Und außen kommt er eingelaufen. Rega ist da. Unser Verteidiger. So läuft es auch ein bisschen besser. Bisschen stabiler. Auch nach vorne hin. Oh, da haben wir jetzt Platz. Usun abgefälscht. Sieht sehr schwungvoll aus. Sehr direkt, sehr klar. Ne, da steht es auch wieder Koopmeiners von links. Der zieht ihn diesmal rein zum Tor. Ein bisschen höher. Und irgendeinen Kopfballstark müssen wir doch jetzt da rankriegen. Zum Beispiel Koch. Und der Keeper ist da. Zu zentral. Schade. Guter Kopfball als Aufsetzer. Auch wichtig zu nehmen. Und jetzt muss er wieder hinten rein. Der fehlt hinten. Oh, aber Rega ist da. Rega ist da. Macht das. Läuft den ab. Und es ist stabiler. Das ist das, was ich wollte. Und dann werde ich von Beginn an... Hätte ich eigentlich Folgenspiel machen müssen, mit der Vierer-Formation spielen. Aber gut, es hätte ja sein können, dass das hier funktioniert. Von daher war ich erstmal darauf gewillt, das zu probieren. Hat nicht geklappt. Wenn Hoffenheim 4 Schüsse hat in 15 Minuten, heißt das, dass die Verteidigung nicht gut steht und auch das Mittelfeld sehr offen steht. Von daher war das wichtig, hier auf Viererkette umzustellen. Aber auch hier müssen alle mit nach hinten arbeiten, das ist ganz klar. Koch ist da, Fofana. Und Koopmeiners, die beiden, die sind als Staubsauger vor der Abwehr jetzt gefragt. Passwege zustellen, Zweikämpfe gewinnen. Aber irgendwann sind die halt auch machtlos, ne? Irgendwann kannst du auch hier nichts machen. Da kannst du noch so gut stehen, Fofana ist da, gewinnt den Zweikampf, sehr, sehr wichtig, aber da bist du halt dann auch irgendwann machtlos. So, nächste Chance, Lisztesch ist da und ist schnell. Haben wir ja in Münster auch gesehen, kennen wir. Oh, aber diese Ballverluste hier. Ja, ist halt so Saisonbeginn. Also vielleicht ist das immer so, das erste Spiel ist immer das Schwierigste mit der neuen Mannschaft. Man muss sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen. Muss hier und da noch so ein bisschen was probieren. Das ist ganz klar und ganz normal. Aber es sieht schon mal ganz gut aus. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Und in der Mannschaft, da steckt sehr, sehr viel drin. Und da werden wir noch sehr, sehr viel Spaß haben. Und auch noch hoffentlich in dem Spiel. GTK mit Usun. Nein, Quatsch, mit Koopmeiners. Das ist ein klasse Ball. EKTK! Und das war die XXL-Chance. Der muss rein. Das war erstmal ein schöner Ball von Koopmann. Das ist ein Ekitike, der muss rein. 5, 6 Meter vorm Tor. Vielleicht hätte es auch was gebracht, wenn wir den einfach mit der Seite oder gelupft hätten. Aber so kann es gehen. Gut freigespielt. Gut hinter die Abwehr gelupft. Hoffentlich trauern wir der Chance nicht noch nach. Wäre sehr, sehr bitter. So, Hoffenheim kommt nochmal vor der Pause. Depay. Oh, viel zu viel Platz, das kann nicht sein. Und dann ist es ein Abschluss. Und zu viel Platz. Und dann führt Hoffenheim. Ja, das war zu billig. Also wir stehen hinten, 4, 5 Mann, es geht niemand drauf. Wir gucken alle zu. Wir gucken alle zu, dann ist die Lücke da und dann gehen halt auch solche Schüsse mit über 10.000 km/h aus 20 Metern rein. Und das Eck ist natürlich schön offen, ne? Da kann Santos auch nichts machen. Aber gut, wir hätten auch in Führung gehen können. Wir hatten auch die Chance durch die GTK. So ist es nicht. Aber wenn wir so weiterspielen, dann werden wir auch noch die Chancen, denke ich, in Halbzeit 2 kriegen, um das Spiel hier zu drehen. Zumindest einen Punkt zu holen. Also zu Hause verlieren am Anfang der Saison will ich jetzt nicht unbedingt, aber ein Remis ist auf jeden Fall drin. Ich muss jetzt gerade nochmal hier schauen, was die an Profirollen haben. Das ist eigentlich so ganz okay. Vielleicht machen wir hier Schattensturm-Profi, dann zieht er ein bisschen mehr nach innen, glaube ich. Motor haben wir hier bei Lisztesch. Ist auch nicht so verkehrt. Tiefstehender Motor. Whitehalf, nee, will ich nicht machen. Innenverteidiger-Profi auch nicht. Absicherung ist okay. Hat er noch irgendwie einen Plus? Ja gut, tiefstehender Motor. Aber gut, beide tiefstehender Motor. Ich probiere es einfach mal. Das ist halt jetzt wieder so ein Ausprobieren, ne? Auch wie hoch ich stehe, ob ich dann eher auf kurze Pässe gehe, ob ich auf Konter gehe, keine Ahnung. Das muss ich halt jetzt erstmal wieder so ein bisschen rausfinden. Eingrooven muss ich das, weil neue Mannschaft, neue Spieler, neues System, neues Glück. Schauen wir mal. In Halbzeit 2 will ich jetzt natürlich ein bisschen erfolgreicher gestalten. Rega, Lisztesch, Ekitike. Lisztesch hat Platz, Rega auf der Außen, könnte ruhig mit nach vorne kommen. Ekitike macht das, Usun ist in der Mitte. Oh nein! Warum kriegt er den nicht durch? Da wäre die Chance da gewesen. Da wäre er frei auf Flores zugelaufen.
So, jetzt Hoffenheim. Fofana legt sich hin, warum auch immer. Koch ist da. Santos, ja, ist Brasilianer. Der ist bei sicher. Also, zeigt mir irgendein Brasilianer, der nicht bei sicher ist. Das ist dann auch kein richtiger Brasilianer. So, Usun. Fofana oben läuft durch. Ekitike unten. Nein, Ekitike, wo spielt er hin? Zu einfache Fehler. Die dürfen wir uns nicht zu oft leisten, weil ansonsten nutzen die Gegner das halt irgendwann auch aus. Vega ist da, Fofana. Kommt da auch ran, ist da. Und klärt den Ball. Sehr schön, ist ein zweites Mal da und jetzt die Flucht nach vorne. Listisch gegen Drexler. Usun läuft wieder mit ein. Und Ekitike in der Mitte. Jetzt muss er ankommen und er kommt an. Ekitike, natürlich schaffen wir es nicht, uns im 1 gegen 1 durchzusetzen. Das kannst du auch nicht, weil wir uns erstens zu langsam drehen. Also der Radius, der ist wieder viel zu groß. Der Wendekreis. Und alles andere halt dann auch. Ne? Schöner Abschlag übrigens. Schön auf Fofana. Malik Fofana, der hat jetzt Platz über die Außen. Kommt keiner hinterher. Allein gegen alle. Ekitike ist oben. Das ist eine schöne Flanke in den Rücken. Aber warum bleibt er nicht vorher stehen? Der hätte ja gut zum Kopfball gehen können. Das war eigentlich eine gute Flanke. Aber dann macht er halt so einen Mist daraus. So, Achtung, Hoffenheim kommt. Schöner Ball. Gut gestellt. Nächste Chance, Usun. Jetzt aber. Jetzt muss er ankommen. Ekitike, da läuft Koopmeiners, glaube ich, durch. Koopmeiners ist da. Usun ist in der Mitte. Der winkt, der will den Ball. Der kriegt den. Usun! Und nun unser erstes Tor. Der Ausgleich durch Can Usun. Sehr schön gespielt. Und die Bälle kommen auch endlich mal zum Spieler an. Das war gut gespielt. Der war gut gespielt, gut angenommen und rechtzeitig der Abschluss. Sonst wäre der Gegner da gewesen und hätte den Ball dann noch abgelockt. Aber Can Usun, viel Qualität. Gerade auch im Abschluss 1 gegen 1. Das ist ein Unterschiedsspieler. Der wird uns auch noch sehr, sehr viel Spaß machen in der Saison. Und jetzt besorgt uns hier erstmal den Ausgleich. So, und jetzt bitte noch ein Tor mehr. Je nachdem, wir sind schon wieder vorne. Usun, nächster Ball. Gut gespielt, Listisch. Ist das schön gemacht. Überragend. Der Doppelschlag. Herrlich. Innerhalb von 2-3 Minuten drehen wir das Spiel komplett. Und was für ein schöner Ball von Usun wieder. Da muss man nochmal drauf gucken. Hinter die Abwehr. Listisch und dann Ekitike direkt aus der Luft. Der war auch gar nicht so einfach. Mit 102 Stundenkilometern haut er den dann aus 11 Metern rein ins Tor. Zur Führung. Ja, nur 3 Minuten später. Spiel gedreht. Super, überragend. Aber jetzt natürlich genauso gut bitte hinten verteidigen, Dimitru. Weil das halt auch wieder ganz schnell gehen kann. Ne? Du kannst so spielüberlegen sein, ihr wisst doch, wie es ist. Also du bist so überlegen, hast manchmal 15, 20 Torschüsse, schießt nur 2 Tore. Dann kommt der Gegner halt wieder einmal vors Tor. Ihr wisst, wie es ist. Deswegen brauchen wir eine stabile Defensive. Vorne effiziente Stürmer. Und dann werden wir halt, wie gesagt, viel Spaß haben und hoffentlich auch großen Erfolg. Wie der Erfolg dann aussieht, weiß ich nicht. Aber Koopmeiners und Fofana, die machen mir schon mal richtig viel Spaß. Die verteidigen ganz schön viel weg. Schalten sich dann immer wieder mit nach vorne ein. Das klappt also schon mal relativ gut. Und dann auch ruhig mal das Spiel beruhigen. Nicht immer zack nach vorne und so schnell. Auch mal das Spiel beruhigen hier, Gegner laufen lassen, Lücken sehen, auf Lücken warten. Das muss ich mir auch wieder so ein bisschen angewöhnen. Das ist halt auch ein Stil, den ich halt auch sehr gerne mal vernachlässige. Fofana! Oh, der hat auch einen guten Schuss. Ich sage zwar immer, ich muss so und so machen, aber ich mache da nicht so und so, sondern halt so und so. Ich mache so nochmal und noch schlimmer. So, Eckball, Fofana, jetzt darf der sich mal probieren. Vielleicht schießt er ja bessere Ecken. Oh, der kommt gut, Dimitru. Schöner Eckball, guter Kopfball. Ja, liegt einer verletzt am Boden. Wir können auch nochmal gucken. Wir haben noch 10 Minuten zu spielen. Wir haben natürlich auch dementsprechend noch ein bisschen Qualität auf der Bank. Lienhardt ist zum Beispiel so jemand, den man mal vorne reinwechseln kann. Duro. Und Skiri kann man mal einwechseln. Hier können wir Paxton Aronson. Ach nee, sorry. Wir können nicht mehr wechseln. Wie oft haben wir denn gewechselt? Ach so, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Gut, wir haben schon 5 Mal gewechselt. Stimmt, ich habe ja umgestellt von Dreierkette auf Viererkette. Und da mussten leider 2 Spieler dran glauben. Ist halt unglücklich gelaufen, aber so ist Leben.
Manchmal muss man halt auch solche Entscheidungen treffen, auch nach 15 Minuten. Achtung, Hoffenheim kommt. Verteidigung steht aber. Aber Hoffenheim wird jetzt natürlich noch mal ein bisschen mehr machen. Da rechne ich mit, dass die noch mal ein bisschen mehr riskieren. Und dann dadurch halt Lücken entstehen. Listisch zum Beispiel. Lutzi, Drexler kommt nicht hinterher. Gut gemacht. So, und wer ist frei? Wo stehen die Mitspieler? Da stehen sie. Da ist Usun. Und da ist Koopmeiners. Der hat auch einen guten Schuss abgeblockt. Komm, Fofana muss hin. Hat er. Hat er. Sehr gut. Listisch, feine Technik. Guter Ball. Usun. Und jetzt nochmal. Koopmeiners zum zweiten. Der hat auch bestimmt einen guten Schuss an die Latte. Okay, merken wir uns. Der kann Weitschüsse. So ähnlich wie Remberg bei uns in Münster. Macht das hier Koopmeiners in Frankfurt. Letzten Minuten laufen. Fofana. Koopmeiners nochmal. Aller guten Dinge sind 3. Oder Usun. Der kann das auch. Komm, Can Usun. Und ab geht's. Der erste Sieg ist unter Dach und Fach. Und das freut mich für ihn. Der hat richtig gut gespielt. War an beiden Toren mit dran beteiligt. Und schießt uns zum ersten Saisonsieg. Und ein schönes Tor. Der kann nicht nur die Tore vorbereiten, sondern hat auch einen guten Abschluss ins lange Eck. Sensationell. Gut geschossen. Was willst du da noch meckern? Da gibt es nichts zu meckern. Schön gespielt, schöner Schuss, ganz trockener Abschluss. Und sogar sein Doppelpack. Also Spieler des Spiels, ja, ist halt einfach Can Usun. Beim zweiten Tor war er mit dran beteiligt, hat den vorletzten Ball gegeben, 2 Tore selber gemacht. Und von daher rundum nicht perfekt, aber ein guter Auftakt, 3-1. Ich habe jetzt, glaube ich, meine Standardformation gefunden. 4-2-3-1 wird es dann halt wieder werden. Aber die Dreierkette werde ich beibehalten. Ich finde die trotzdem nicht verkehrt, aber ich glaube, für den Spielbeginn nicht. So im Spiel, da kann man dann mal umstellen, aber für Spielbeginn ist dann, glaube ich, das 4-2-3-1 doch die beste Formation. Hier sehen wir die ersten Ergebnisse der anderen Partien. Hamburg spielt unentschieden unter anderem. Münster müssen wir auch natürlich gucken, da will ich auch mal ein Auge drauf werfen, wie die sich so entwickeln. Ja, dann haben wir doch das Ganze gut hinbekommen. Also das erste Spiel, wenn das dann erstmal rum ist, so halbwegs erfolgreich, dann ist man schon mal ein bisschen, ja, erleichterter einfach, dass es gut funktioniert hat. Und jetzt gilt es halt einfach daran anzuknüpfen. Ich werde die Aufstellung umstellen, die Formation natürlich, also 4-2-3-1. Das kann ich jetzt nochmal mit euch zusammen machen, dass ihr auch seht, dass ich das hier wirklich mache. Also, dann können wir ja zusammen mal gucken, wen wir dann hier reinwerfen ins Getümmel in die Mannschaft. So, Viererkette, 4-2-3-1, das Kompakte würde ich dann eher machen. Hier würde ich dann, ja, Konter, kurze Pässe. Ich würde erstmal auf Balance lassen. Hier würde ich ruhig ein bisschen höher stehen. 70er Höhe. Und jetzt gehe ich zurück ins Teammanagement, werde dann dementsprechend die Mannschaft mal umstellen. Also hier, guck mal, das Fofana. Mittelfeld dann Adingra ist halt die Frage. Oder Listisch. Von der Stärke her eigentlich Adingra. Usun in der Mitte. Dann würde ich als Rechtsverteidiger Fernandes. Warte mal, ich mache auf jeden Fall Dimitriou hier hin. Brandweight auf die Bank. Dann würde ich Brown reintun. Oder Mitchell. Ne, Brown würde ich reintun. Also Brown hier hin. Koopmeiners, Fofana, Ekitike, Rechtsverteidiger, würde dann Regas spielen. Wo ist denn Regas jetzt? Wo habe ich den denn? Wo ist er? Den hatte ich doch gerade noch. Da, Rega, da ist er. Da könnte man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man da nachlegt. Aber ich möchte auch noch einen Mittelfeldspieler holen. Und dann würde ich sagen, ist die Aufstellung erstmal so okay. Oder? Wir haben dazu noch Qualität auf der Bank. Durum müsste ich eigentlich von Anfang an spielen lassen. Heulund ist noch da. Kumbedi ist auch nicht langsam. Leitsch in der Innenverteidigung. Breum oder Breum. Wahrscheinlich auch so Nachwuchstalent, würde ich sagen. Fernandes. Also es sieht schon gut aus. Ich speichere hier die Vorlage. An den Reglern werde ich dann nochmal gucken. Also die Profirollen, da werde ich nochmal dran arbeiten. Und dann geht es jetzt gegen Gladbach. Transferfenster schließt. Bald. Aber hier können wir nochmal ein bisschen vorspulen. Und dann bin ich gespannt, ja, was so noch vom Laster fällt. Ne? Ob es noch irgendwie ein Angebot zum Beispiel hier gibt. Das werde ich aber offscreen machen. Und dann gucke ich einfach, ob sich noch irgendwas, ja, ergibt. Und dann gucken wir das erste Mal auf die Tabelle. Gibt es hier ein Angebot? Ja, Kumbedi habe ich ja gerade gesagt. So, aber ich würde hier kurz auf die Tabelle. Wir sind erster Tabellenführer. Also Saison abpfeifen, werden wir Deutscher Meister. Augsburg ist oben mit dabei. Wir haben meine Münsteraner hier gespielt. Die haben in Wolfsburg leider verloren, 1:0. Aber ich hoffe einfach, dass sie da stehen, wo sie jetzt auch stehen am Ende der Saison. Platz 15, nicht absteigen, das wäre doch ganz geil. Und dann, ja, freue ich mich und bin gespannt und hoffe, dass es so weitergeht. Mit euch zusammen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Interesse an Duran Will. Das ist auch einer von vielen, den ich auf der Liste habe. Und dann gucken wir,
wie es zu Hause gegen Gladbach läuft. Nächstes Heimspiel, da könnte ich ja vielleicht mal mit den Auswärtstrikots spielen, dass ihr auch seht, wie sie aussehen. Ihr lasst euch überraschen, ich lasse mich überraschen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.